Diese Botschaft wird richtiggeschickt von Lebenswasser in Cuauhtémoc, Chihuahua, Mexiko, je. Für mehr Informationen bitte findet uns im Internet bei lebenswasser.org. Alright, wenn Jacob redet von an die Kinder sieht, dann freut mich, dass ich sie nicht mehr so weit, dass ich wieder nach die Kinder sieht kann. Ich weiß nicht, ob Sie das wissen, aber wir kommen von der Wengel und wir gehen nach der Wengel. Und so, wenn wir ein bisschen älter werden, das ist ein Ding, wo ich kann noch Fertig checken. Wenn wir ein bisschen älter werden, die Kinder fangen an, was Entscheidungen zu machen, und es steht die verehrt und die Kinder verjüngt und so weiter. Und so, über dem sagen wir, was die Kinder sieht. Und so, das haben wir noch Fertig checken. Ich weiß nicht, ob das ein Ding ist, wo ich mit vertiefen über da. Aber ich dachte, wir vielleicht eine gute Anleitung hier von der, wenn wir von Kinder reden. Wir reden in dieser Reihe von Botschaften von, dass Jesus ist Grata. Und welche heißt even Grata aus uns alle worden. Und das ist ein gutes Ding. Wir haben uns gesagt, dass Jesus ist Grata aus Propheten. Und wir sehen uns durch Satz, dass Jesus ist Grata aus der Person. Und wir haben alle Personen in uns Leben, was uns halten oder uns hindern, ein von beides. Und einmal haben wir Personen in uns Leben, die uns wollen von Jesus wegreden. Viele sind noch redig von, dass Jesus ist Grata aus Engel, und wir sehen uns, Jesus ist Grata aus der Erfahrung. Und was immer unsere Erfahrung ist, was immer wir belebt haben, Jesus ist Grata aus dort. Von der will ich reden, und Jesus ist Grata aus Priesta. Und den Satz, was wir wollen uns sagen, und mit dem Haus nehmen, ist, Jesus ist Grata aus dem Verstand. Jesus ist Grata aus der Leidenschaft. Und wir als Menschen, wenn wir durchschnittlich nur die Menschheit checken, wir wollen Leidenschaft haben. Durchschnittlich die Menschen, die sind hingeran, nur Leidenschaft haben, some sind Leidenschaft, andere fallen hingeran. Ich dachte, es ist wirklich immer, dass viele Kirchen haben auf dieser Welt all gegeben wegen Leidenschaft und nun fallen. Und so, Menschen fallen jemand hingeran. Das ist ein bisschen, das ist in uns nicht geplant. Gott hat uns den was gemerkt, dass uns fehlt es an Leidenschaft. Und so, wir wollen einen Lehrer haben, wir wollen jemanden haben in uns Leben, wem wir können trühen, wer uns was leiden, wer uns was halten, wem wir unsere Sorgen können geben. Und so, wir wollen lernen, dass Jesus ist Grata aus dem Verstand, aus menschlicher Leidenschaft. Wir als Menschen, wir sind angeboren in dieser Welt ganz abhängig von Leidenschaft. Und das wird ja auch ein bisschen von reden. Wir kommen in diese Welt an, rein 100% abhängig von jemand, der uns was halten. Und das Interessante, denke ich, ist, wenn wir alt werden, selber waren an der Staub, wo wir somebody brauchen. Jemand, wem wir können vertrauen, wer uns was halten und so weiter. Das ist ein bisschen so, als wir sind, ich glaube, Gott hat uns so gemerkt, dass wir ein Verlangen mit einem Lehrer in Verbindung sind und mit Gott in Verbindung sind. Wenn wir nur die Menschheit checken, in die Geschichte von der Menschheit finden wir immer weiter, das hält sich meistens, wo das ist in der Welt, aber Menschen deinen in die Wasser Gott. Die deinen denken, was Grata ist, oder was sie glauben, was Grata ist, und so weiter, und so, das hält sich krieglich, wo wir hingehen. Wir haben Menschen, die jemand anbeten, Menschen, die irgendeinen Gott herangehen. Und wenn wir checken, Jesus in der Zeit, in der römischen Welt, die hatten viele Götter. Die hatten einen Kriechgott, und die hatten einen Arndgott, und die hatten einen Wuttergott, und die hatten einen Sonngott, einen Mondgott, und all diese Götter hatten die. Aber sie wollen jemand herangehen. Wenn wir die Bibel lesen, die Bibel ist geschrieben, große Lehrer. Moses zum Beispiel, David, Gideon oder Paul. Und so die Kinder, wenn die ihre Lieblingsgeschichten in der Bibel sind, Geschichten von einem großen Lehrer. Jemand, der da hat, bitte jeweilige Dinge tun. Wenn wir die Weltgeschichte studieren, dann finden wir, dass die Weltgeschichte ist geschrieben, Lehrers. In der Kirchengeschichte, ich habe ja ein paar Jahre Kirchengeschichte unterrichtet. Und hauptsächlich, was Kirchengeschichte ist die Geschichte von den Lehrern. Und wo die haben Menschen gekontrollt, und wo Menschen die sind herangegangen, oder wo Menschen haben gefolgt und so weiter.
Wir weten die Geschichte von Israel. Sie wollen einen menschlichen Lehrer haben. Sie wollen einen König haben. Wenn dort sonst irgendwie ist, uns dort angeboren. Uns ist es einmal anmerklich als Eltern, wenn unsere Kinder den rechten Lehrer herangehen. Und so uns ist dort wichtig, wenn unsere Kinder Freunde haben, was für Lehrer wollen herangehen. Oder wer wird der Lehrer sein in der Jugend, wo unsere Kinder wollen sein? Und dann einmal haben Lehrer vielleicht, was unsere Kinder in der rechten Weg leiden. Und uns ist es sehr interessant, einmal, was für Menschen herangehen. Und die haben alle Freunde, was für ein Freund ist ein Lehrer? Oder wo lehrt jemand haben? Wir haben gesehen, ich kann von denen sein von Kirchenlehrern. Und so Menschen wollen in Kirchenlehrer herangehen. Ich habe al eier gesagt, dass wir brauchen Lehrerschaft, wobei ich will Leute haben, die sollen niemals hier sein, und es steht, dass die uns Lehrer würden bei einmal aus den Gott abstellen. Meine Lehrer sind wichtig, Lehrer sind neidig, aber wir wollen aufpassen, was wir damit tun. Eine Familie, die sie waren an, dass ihre Mama, ihre Papa so lange dood, aber ihre Mama, aber einmal am Ende von ihr Leben waren sie an, dass sie haben Gott alle gegeben nun TV aufgelöst, wenn sie verhält nicht kann. Und weißt du, das ist, was wir Menschen tun. Wir wollen jemand herangehen. Ich denke, dass wir ein bisschen studieren von in den letzten 100 Jahren von Menschen, wo du sind Lehrer gewesen, wo die haben Menschen verletzt. Einer von denen, wo ich ein bisschen studiere, der heißt Jim Jones. Jim Jones war wie ein Lehrer, er stellt sich in Religion ab in Kalifornien. Aber als sie durch mit Druck kriegen und so weiter, dann movten sie nach Südamerika. Und so das Jim Jones, tem lange sich kort merken, aber er verleiht seine Menschen und die werden so voll arm, dass sie über dem zu der guten Latz merken sie sich alle tot, und sie erstens die Kinder, sie denen die Kool-Aid geben mit Jeftomank. Wir haben auf Englisch das Salz von you drink the Kool-Aid or somebody drank the Kool-Aid. Und so das kommt von daher. Und so sie denen Jeftomank hier, man Kool-Aid, und dann über 300 Kinder waren denen, was Jeff gegeben, die starben, und die Älteren, die trinken das Salz. Und so, was das alle über wird, dann wir über 900 Menschen tot. Und so das, was Menschen wollen, sehr, sehr interessante Menschen hier herangehen. Noch ein, das war in den 70er Jahren, als das passiert. Ich glaube, irgendwo in den 75 oder so. An den 80er Jahren, da denkt mir sehr gut, dann wird ein Lehrer an der Stadt, David Koresh, so von ihnen, was alle sind, waren das kann vielleicht, oder was die noch denken, von wo die Menschen verleihen, und die werden über dem in ein Haus, und die Regierung fängt an, wollen die Forstnehmer so wieder, anyway, was immer da passiert, weiß ich nicht alle, aber die steckten sich an mit Gebieten, Tauben, und die ganze Zeit Menschen verbrennen und so wieder. Du hast von der ein Couple in Australien, die heißt John Miller, heißt der Mann, und die Frau heißt Mary Locke. Und so er sagt, heißt Jesus Christus, und seine Frau ist Mary Magdalena. Tausende Menschen folgen diese Hänger an. Die wohnen von der in Australien. Du hast noch einen Mann, in Sergei Torov von Russland, und die sagt, ja, heißt Jesus Christus. Sie sind in Russland, in Sibirien, weit im Norden in Russland, haben sie sich in Darbgebiet und so weiter. Tausende Menschen, ich glaube, du in der Gegend, in der Darb wohnen so wie 5.000 bis 6.000 Menschen, aber über der Welt haben die Tausende Nachfolger. Und so sagt, heißt Jesus Christus. Wir haben hier in Amerika noch einen Mann, der heißt José Luis de Jesus Miranda, der kommt von Puerto Rico. Und seine Organisation, die nennt sich auf Englisch Growing in Grace, was in Gnutwasser. Und so sagt, dass er ist der wahre Christ, oder er ist Antichrist, aber von einer positiven Seite. Und so sagt, dass wir sollen nicht nur Jesus Christus checken von Nazareth, aber Jesus selbst hat gesagt, wir sollen nur den Jesus checken, nur in Kreuz. Und weißt du, some von den Dingen hören sich nur dich bereich, aber heißt auch einer, was sagt, heißt Jesus Christus. Tausende und Tausende Nachfolger. Und es steht,
ich weiß nicht, wieviel hier in Mexiko, aber das sind bloß ein paar Beispiele von den letzten 100 Jahren von Menschen, die große Lehrer sind gewesen, sehr charismatische Lehrer, würde wir sagen, oder was sehr gute Gewohnheiten zu Menschen leiden sie wieder, aber die können Menschen verführen. Wenn das uns angeboren als Menschen, da wir wollen wir herangehen. Und so wir wollen lernen als Kirche, dass wir nicht Menschen folgen dann, na wir brauchen menschliche Lehrer, aber dass Jesus ist Grata aus der Verstand. Aber weißt du, Lied, wenn wir das ein klein bisschen nur in ein Haus holen, wir haben auch in uns Volk Lehrer gehabt, was Menschen verführt haben, oder was Menschen verlehrt haben. Von der ersten Tag, wir haben allerhand Geschichten von der Verstand, wenn Dinge sind angekommen, was sie würden weltlich nennen. Das hat einmal mit Gummireifen zu tun gehabt, das hat nächstes Mal zu tun gehabt mit Hydronen, oder durch andere Kirchen. Dann einmal ist ein Verstand, dann einmal ist eine Gruppe Lehrer, die tragen in ein anderes Land, in der Nufall, die tragen alle heran. Diese Art Geschichten sind sehr bekannt in uns Volk. Und so sind Dinge haben viel gegeben. Und so, wir als Menschen, wir wollen einen Lehrer haben. Und dann sind die Menschen gewasst, der die Geschichte von der Menschheit, was durch haben, sozusagen angeknackt, und sie hat dort genommen und haben Menschen dadurch verlehrt. Religion wird auf der Welt gebraucht von der. Alle Wegen wird Religion gebraucht, den Menschen und die Lehrer in der Religion zum Menschen unterdrücken. Und so man echt kann sagen, dass wo jemand leben und den Krieg fair sein, wo jemand antreten und was die alle da und so wieder, dort merken wir auch gewisse Moten in Lehrer, was viel Macht hat. Meine Mama hat mir mal vertellt, dass als sie abwas, dann wir sehr Angst für die Prediger. Und so, wenn die Prediger fuhren, sie verstürken sich. Aber wenn die Prediger auf dem Hof kamen, dort denkt mir noch, ein kleiner Junge, wenn die Prediger bei ihm noch ankamen, dann wundert wir, was von der Sinn wir nicht begonnen haben. Aber dann wir uns Angst. Und so weißt du, wir als Lehrer, wir können einmal Menschen, denen wir kontrollieren mit Gesetzen, mit Regeln oder mit gewissen Dingen. Und so, wo Jaffet sind, dass du wirst ein Lehrer herangehen und Tod nehmen, und die Salz Jaft trinken und so wieder, wir wundern, wo Jaffet sind dort. Und so, wir als Menschen, wir sind gemerkt, dass wir wollen einen Lehrer haben. Und wir wollen meist alles tun, für die rechte Sorte versprechen. Und so, ich will uns als Kirche sehr Mut merken, dass wir Jesus Grata holen aus der Verstand. Dass Jesus wird immer Grata sein aus der Lehrerschaft. Und so hier in Hebräerbrief, die jüdische Familie, ich habe in der letzten ersten Botschaft gesagt, die jüdische Familie, sie hatten Kinder, ein von den Folgen Jesus noch. Und so das nächste Ding, was sie brauchen, um ihre Kinder sein Tritt zu kriegen, dort als sie sagen, check mal, wie hat der Priestertum? Wie hat der Priester, die dann opfern, was will ihr mit das Jesus? Wo will ihr einen Sinn anbringen, wenn ihr nicht mehr mit den Priestern sind? Wer wird ihnen Sinn vergeben? Und weißt du, ein von den großen Dingen an uns folgt von dir, und vielleicht ist es ein bisschen dicht von uns, aber some von den sehr ammerkeln Dingen an uns folgt ist, dass die Lehrer sind, über dem die geworden, was Sinnen vergeben haben. Die Lehrer sind die geworden, wo wir an die Sinnen gehen bekommen. Und wir sollten das rein niemals wie ein Mensch an die Sinn bekommen. Na bitte, das mir nicht hart verstehen. Wenn du die hast für sinnig wie ein Mensch, dann sollst du dir reinmerken. Aber das ist bloß einer, der an den Sinn vergeben kann. Und so, diese Eltern haben uns vorstellen, dass sie ihre Kinder sehen, wo will die jemals die Sünden anbringen? Wer wird mit Gott versöhnen, wenn die nicht mehr mit den höheren Priestern sind? Wer wird halten, dass die nicht in die Sinn sterben, wenn die nicht wollen, hier zu bleiben? Und weißt du, wir haben das Salz gesorgt von Druck, manch uns, dass wenn die diese Kirche verloren, wo was mit deinen Sinn haben, du hast Versprechen, hier zu bleiben und so wieder. Und so verschiedene Dinge brauchen Lehrer, die Menschen unter Druck holen. Und die Menschen gebunden holen unter ein gewisses System. Und so Jesus ist gerade aus dem Priester.
Wenn je in de Bibel gaan, in de Hebreeënbrief, daar waar we soms paar zijn checken, wenn die schrijven dat van de Jezus vergelijken met de priester. En hij wist ons waar Jezus beter en Grata is. En zo ik wil aanvangen met een vers in Hebreeën 3 vers 1. Dit is bloß een beetje een algemeiner vers, wat dit ganze thema een beetje bedeuten dat. Hij zegt es dit, door wij heilige Brüder, die je ook met ons vom Himmel her gewählt zijn, checkt op Jezus, den Apostel en hoge Priester, den wir bekennen. En weet je, dit is wat die Älteren niet willen. Ze willen niet Jezus erkennen als de hoge Priester. Ze willen, weet je, de Priester is zo'n wat tussen God en een mens staat. En zo, ze willen niet erkennen dat Jezus de Priester erzat en zo wieder. En ik wil twee boodschappen wiederlegen, dan wil ik reden van den Bund, den oude Bund, den nieuwe Bund, en wo wir die man in eindelen. En wenn dort wat ons zou halten, tem beter verstaan wo wir von jou sind. So wir müssen erkennen, dass Gott sein Erlösungsplan entwickelt sich. Und so hat der Priester angesagt, er gibt den hohen Priester von Aaron wieder, dort wir Gott sein System. Und so sind wir in so viel reich in dem, dass dort wir Gott sein System gewasst. Gott hat durch die Priester immer waren die Sünden betont, dass die Priester das Blut brauten von den Tieren und so wieder. Aber nu wie Jesus gekommen. Und so das wird sie nicht annehmen. Aber dann lesen wir wieder in Kapitel 7. Und hier sind mehrere Dinge, in Kapitel 7 bis Kapitel 9, da waren bloß ein paar sind drin. Aber hier sind some Dinge, die ich will haben, wie verstehen. Ein Ding ist, wo Jesus verglichen hat mit dem Priester. Er sagt, die Priester werden Fehler, Jesus ist einer. Er sagt das in Kapitel 7, Vers 23. Er sagt, du sind Fehler gewasst, also er redet von den Priester, du sind Fehler gewasst, die Priester werden, aber weil sie sterben, können sie dort nicht bleiben, also sie können nicht Priester bleiben. Jesus aber, hier haben wir einen Ober, Jesus aber, weil sie ewig lebt, haben Priester und dort nicht abgeht. So der Punkt, was wir hier das erste wollen sein, ist, du wirst ein Fehler und du hast einer. Wir haben euer hier eine Botschaften gebracht, was wir nennen Jesus allein. Und welche Lied? Jesus allein ist uns Radar. Jesus allein ist der, der ewig lebt. Und so, dort bei den Priester wir ein Fehler. Jesus ist einer. Und damit wir sehr klar haben, wir haben von der sehr viel Kirchen. Wir haben sehr viele Lehrer, alle wir in verschiedene Kirchen und so wieder. In jeder Kirche sind wir reich, nicht? In jeder Kirche ist das Beste. Du sollst wie man von verjeten und sagen, Jesus allein ist unser Leser. Jesus allein ist Grata. Und so, die Priester werden Fehler, Jesus wie einer. In Apostelgeschichte 4, Vers 12, du sagst Petrus, und du hast sechs keine Radung, willst uns Menschen als unter den Himmel sechs keine Namen gegeben, durch wen wir kann selig werden. Weißt ihr was? Uns Ältester wird uns nicht raten. Das hält sich kräftig, wer der Lehrer ist, der wird uns nicht raten. Und so wie ein Mensch Sinnen bekannt, dort hält uns nicht für Gott. Wenn Jesus allein als uns vermitteln, 1. Timotheus 2, Vers 5 sagt es, willst du es in Gott, du hast ein Gott und du hast ein Vermittler, der zwischen Gott und Menschen steht, der Mensch Christus Jesus. Wir können nicht in menschliche Lehre nehmen und stahlen den zwischen uns und Gott. Und weißt du, wie viel versegnet das einmal mit Predigten? Irgendwie habe ich so eine Idee, dass wenn der Prediger mal wird für mich beten, dann wird er was tun. Aber wir haben so eine Idee, dass wenn der Kanzler mal wird für mich beten, dann wird er was tun. Weißt du was? Du und Jesus. Aber einmal kann wie Jesus gehen, weil wir sind in Trouble und uns fehlt das Halt, so dann werden wir mal in Prediger brauchen. Na weißt du, das ist nicht arg mit einem Prediger gehen oder mit einem Kanzler gehen. Bitte, wir brauchen den zum zwischen uns und Gott stehen. Weißt du, Jesus hat der für uns selbst aufgemerkt. Die brauchen nicht mich, zum Gott gehen. Die brauchen nicht mich, zum für uns beten. Und ich habe nicht mehr Todtrat bei Gott, als du hast. Und so werden wir niemals auf den Lehrer bauen. Weil wir never ein menschlicher Lehrer brauchen, zum zwischen uns und Gott stehen. Und so Jesus als einer, der Priester werden Fehler. Das nächste Ding, was er sagt, ist, dass die Priester werden titelig, Jesus ist ewig.
In den selben Vers, da sagte in Vers 23, er sagt, die sterben. Da werden viele gewesen, wenn die Priester die sterben. Und so, wenn du die auf einen Mensch verlässt, die wird eure Luther sterben. 80 Jahre ist max, was wir hier wollen sehen. Vielleicht zusammen bet wieder. Aber weißt du, wenn du die auf einen Mensch verlässt, eure Luther ist die Furt. Eure Luther trägt die Weich, oder die Stoff weich, oder die merken Fehler. Viele Menschen sind beleidigt über die Kirche. Wenn sie sich auf einen Mensch verloren, der hat einen Fehler gemerkt, der hat irgendwas getan, was sie nicht können verstehen, und so, er kann nichts mehr mit Gott zu tun, wo wenig, wenn ein Mensch einen Fehler merkt. Und so, wenn du Gott verlässt, wenn die Kirche einen Fehler merkt, oder wenn die Kirchenlehrer einen Fehler merkt, dann ist es klar, wer zwischen die und Gott gestanden hat. Und so, wenn wir nicht Menschen brauchen, zum Durchstehen, wenn Menschen, die sind täglich. Aber Jesus ist ewig. Er sagt, Jesus aber will sie ewig lebt. Und so die fehlt ein Priester, was immer was tun sind. Die fehlt ein Priester, was never was sterben. Die fehlt ein Priester, was immer was tun sind. Und so die Priester im Alten Testament, die sterben. Dann mussten sie wieder einen Fresche wählen und so weiter. Und so das ist ein Ursache, was er hier braucht und sagt, wenn wir nicht die Priester auf die Priester bühren. Noch ein Ding, was ich sage von den Priester ist, dass die jeden Tag opfern, Jesus steht einmal für allemal. Das ist ein sehr wichtiger Punkt für uns. In Vers 27, Kapitel 7, Vers 27 sagt er, dieser haft das nicht nötig, so ist ja, ne, Hüge Priester, alle Tag mussten die opfern. Wenn die sind wir never ganz betont, wenn das wir im Bett so ist, wenn sie die sind auf dem Schalf deuten, da wir haben so ein einjähriger Kontrakt, ein einjähriger Kontrakt, wo sie jeder Jahr mussten, sie waren Versöhnungstag haben, wo sie waren, mussten Schub opfern und so wieder. Aber alle Tag mussten die opfern. Alle Tag muss wer sterben für den Sinn. Alle Tag werden Schub tot gemerkt, wenn Menschen ihre sind. Aber er sagt, Jesus ist einmal für allemal. Lass mich hiermit wiederlesen. Er sagt, dass dieser haft dort nicht neidig, so ist ja nicht, Hüge Priester, alle Tag. Ich für seine eine sind zu opfern, und euer für das Volk ihre Sinnen opfern können. Willst dort er dann einmal für allemal, als er sich selbst opfert. Und so Jesus hat alle Schuld betont. Einmal für allemal. Einmal für Ewigkeit. Einmal für alle Menschen, für immer, hat Jesus die Schuld betont. Wenn wir nicht nun menschliches System gehen, wo wir waren anfangen zu schaffen, zu man die Sinnen sein für jeden. Oder wo wir waren dit tun, oder jan tun, oder alle Jahre machen wir something tun. Und das ist, was diese jüdischen Christen wollen. Sie wollen drei nun Judentum, wo sie waren, alle Jahre mussten den Schub opfern. Und danach twaschen an für all die Dinge, was sie taten. Weil Jesus ist einmal für allemal gestorben. Er sagt auch in Hebräer 9, Vers 12, du sagst dir das selbst, ich denke, er ging mit seinem einen Blut ein für allemal. Und das Allerheiligste hat uns eine ewige Radung verschafft. Und so Jesus ging einmal sein Leben geben, die Priester müssen alle Tag. Ich habe einmal gedacht, wir sagen, wir das würden gleichen, wenn wir würden einmal alle Tag, alle Sonntag, muss wir einen Schub am Daten abbringen, bedienen, dann kommt es auch hier. Und dann muss ich das Büten schlachten für die. Und dann hineingehen mit das Blut, um dass deine Sinnen waren vergiftet worden. Aber weißt du, das ist, was wir in den Weg tun, wenn wir ein menschliches System nehmen, um irgendwie mit Gott verbunden sind. Und so werden wir klar halten, dass Jesus hat einmal für allemal an den Sinn betont. Das nächste Ding, was hier sagt, ist, dass die Priester sind sinnlich, Jesus ist ohne Sinn. Und das ist so von jeder menschlichen Lehrer. Kreiten und wer das ist. Kreiten und was für eine gute Lehrerschaft geben wir haben. Aber wo fern wir verstehen zu predigen, hält sich alle charakterlich, wir sind gefallene Menschen, sinnliche Menschen, und wir können nicht zwischen die in Gott stehen, zum dienen sind vergeben. Und so ich will sehr klar merken, dass ich als ein Prediger, ich als ein Lehrer, ich kann nicht dienen sind, wie Gott bekannt. Du musst du selbst tun. Und komm nicht nur mir, die Sinn bekannt, was du Gottes bekannt. Und so werden wir klar haben, dass Jesus
Hij was sinnlos, wie Menschen sind sinnlich. Und hij sagt in Vers 27, Hebräer 7, Vers 26, er sagt, wir brauchen Kraft so einen höheren Priester, der heilig, unschuldig, rein und von der Sünde aufgesondert ist, und Hecher aus dem Himmel. Und so das, was Jesus ist. Er ist heilig, er ist unschuldig, er ist rein, er ist von der Sünde aufgesondert. Er ist Hecher aus dem Himmel. Er ist über alles. Er ist der Herr über alle Herren. Und dann sagt er in Vers 27, dass dieser haft das nicht neidig, also Jesus, er haft das nicht neidig, so als Jane, Hügelpriester, alle andere menschliche Lehrer, alle Tag ist für seine eine Sinn. Weil der Hügelpriester, der muss den Versöhnungstag, was Israel hat, dort wie Grata, Helgetag im Jahr, und dann muss der Hügelpriester erstmal gehen, Blut nehmen für seine eine Sinn. Und dann kämen 3 Rüten, muss ich wahre Boden und reine Kleider antragen, und dann ging ich an für das Falsch opfern. Und so, das ist ein interessantes System, was die haben. Aber weißt du, Jesus braucht nicht erst für seine eine Sinn sterben. Aber er starb für uns einmal für allemal. Er sagt hier, dass die Jane, die deuten für sich selbst. Jesus steht für andere. Jesus braucht nicht für sich selbst. Das nächste Ding, was er sagt, ist, dass Jane deuten Tieren opfern, Jesus opfert sich selbst. Er gibt sein eigenes Blut. Und so er sagt hier in Vers 27, als sie sich selbst opfert. So Jesus gibt sich selbst. In Hebräer 9, Vers 12. Da sagt er, es ist nicht mit Blut von Kosen oder Kalber in das Allerheiligste gegangen. Er ging mit seinem eigenen Blut ein und für allemal in das Allerheiligste und hat uns seine ewige Radung verschafft. Tieren, dort wie ein Schatten. Jesus ist das wirkliche Ding. Jesus ist das real thing. Jesus ist das, was unser Sinn hat wirklich betont. Weil wir nicht nur Tieren gehen, weil wir nicht nur Menschen gehen. Der nächste Ding ist, sagt er, dass Jesus heißt himmlisch, Jane sind irdisch. Vers 11, Kapitel 9, Vers 11. Und Christus ist als Hügelpriester über das Betere gekommen, das nur hier ist, durch das gratere und vollkommene Zelt, das nicht von Menschen gebaut ist und nicht von dieser Welt. Und so Jesus heißt ein himmlischer Tempel neigen, mit seinem eigenen Blut. Und dort steht auf von der haben wir je in deine Sinn. Ich habe ein bisschen ein Bild steht, dass Jesus ging mit seinem eigenen Blut in den himmlischen Tempel in das Allerheiligste nennen, und das Blut steht da, je in deine Sinn. Und wenn du dich versinnen lässt, dann sagt die Bibel, dass Jesus steht an für uns. Und ich stelle mir immer so ein Bild, dass wenn der Feind uns kämpft verklären, dann sagt Jesus, no, das läuft an mir. Mein Blut steht hier für jeden seine Sinn. Und so, Jesus sein Blut ist in den himmlischen Tempel. Und so, er kam mit seinem eigenen Blut, nicht mit Tierenblut. Jesus ist Grata aus der Verstand. Jesus ist Grata aus unserer Lehrerschaft. Na, wie Menschen, uns fehlt es an Lehrer. Jesus hat die Lehrer lehren, seine 12 Jünger, das sollen Lehrer werden. Paulus, wenn er Kirchen anfängt, dann hat er Lehrer nennen sagen. Und er hat Timotheus zum Beispiel, dort wie ein junger Mann, was er lehrt und Lehrer sind. Aber das sind ein paar Dinge, was wir als Lehrer nicht sollen tun. Und von ich habe ein Bett von der Gerät, aber lass mich den noch einmal wiederholen. Wir als Lehrer, wir sind nicht Versöhner. Wir als Lehrer, wir tun nicht mit Gott versöhnen. Dat niemals nur ein Ältester oder nur ein Prediger irgendwem gehen, die Sinn bekannt durchhabt, dass die was mit Gott versöhnen. Weißt du, Jesus ist für deine Sinn gestorben. Als Jesus starb, die Gardine im Tempel, der Reit 2, das sagt die Schrift, sagt von boven ein, dort ist ein Teken, dass dien war in das Allerheiligste nennen wir nicht up. Da braucht nicht mehr ein höherer Priester sein, zum in das Allerheiligste nennen. Da braucht nicht mehr ein höherer Priester sein, zum nur den Thron Gottes gehen, mit unseren Sinn. Du kannst selbst nur Jesus gehen. Du kannst selbst zu Jesus reden. Und so Menschen sagen, weil ich verstehe nicht zu beten. Du verstehst zu reden, das ist gut. Du kannst mit deinem Freund reden, das ist gut. Weet je, wie hat das Idee angemalt, dass auch mit Kraft und Wieder sind, zu Jesus kommen? No. Geh mal nach Jesus als dein Freund. Geh mal nach Jesus als dein Bruder. Du kannst zu deinem Bruder reden, nicht? Du kannst zu deinen Kindern reden oder zu deinen Eltern. Und so, wenn wir mal nach Jesus gehen, selbst, tun wir anvertrauen.
Ich als Lehrer, ich zie nicht die Versöhner mit Gott. Ich will die Versöhnung predigen. Die Versöhnung in Jesus Christus. Ich will die nur Jesus wiesen. Die wird die Sinn vergeben. Aber ich kann die nicht mit Gott Freund mehr. Und wat je, de Hogepriester hat dat om, im Oude Bund. Hij deed dat Volk versöhnen mit Gott, indem dat hij dat bloot en dat Allerheiligste aanbracht. Aber weet je, de gardine is op. Jezus heeft het alle betoeld. En so wie kan niet jene versöhnen zijn met Gott. Ik kan jene zin niet vergeven. I mean, je kan mij komen jene zin vertalen, dat halt die krijgt zoveel als niks. Dan weet bloos nog ik dat ook wat u al gedaan hast. En so, weil wir nicht glauben, dass ein Lehrer kann unsere Sinn vergeben. Gott allein, Jesus allein ist für die Sinn gestorben. Einmal für allemal. Weil wir nach Jesus gehen. Na, wenn die Halt fehlt, bitte dort mich nicht arg verstehen von dir. Ich will nicht haben, dass die niemals sollen einen Lehrer gehen und mit denen vertalen und sein, noch Halt für und so weiter. Aber wenn wir abpassen, was wir damit tun. Und wir als Lehrer auch, dass wir nicht so einen Eindruck geben, dass wir sind die, die zwischen Menschen und Gott stehen. So, wir sind nicht jene Versöhner mit Gott. Das nächste Ding ist, wir sind nicht die Vermittler. Wir sind nicht die, die zwischen die und Gott stehen. Na, wir sagen einmal, wir stehen in der Gap von Menschen, nicht? Oder wir beten von Menschen. Aber weißt du, wir beten von Menschen, die selbst nach Jesus kommen. Wir können nicht die Vermittler sein. Ich lasse in der ersten Vers, dass wir haben einen Vermittler zwischen uns und Gott, und das ist Jesus Christus. Und so, ich will nur den Vermittler wiesen, nur Jesus. Aber ich kann nicht ein Vermittler sein zwischen Jünd und Gott. Und das ich will sehen, wie als Prediger, wir haben nicht eine besondere Eintritt bei Gott. Diene der als krankste groot Opfer Gottes Mine ist. Und so bloß wenn wir eine gewisse Gabe haben, oder eine gewisse Raub auf dem Leben, meint nicht, dass wir sind besser für Gott als die sind. Gut selbst nur Gott. Der ist für die op die kost en voor God komt krijgt es ook. Krijgt ze met een counselor oder mit einem Priester. Wir haben von der in het katholische System, du hast es so, dass wir gehen bei einem Priester den Sinn bekennen, und bei uns deutschen System ist es krank so. Wir gehen bei Gott oder bei den Ältesten an den Sinn bekennen. Na, wenn die ein Mensch fehlt, die halten, und die vielleicht mal mit wem mitteilen, wo die das hätten sie wieder, dann dauert das. Aber nicht in den Sinn, dass die was ihnen Sinn vergeben. Und so, wenn wir als Lehrer, wir müssen Menschen nur Jesus wiesen. Wenn wir sind nicht die Vermittler zwischen den Menschen und Gott. Und so, ich kann nicht ein Versöhner sein. Wenn du zwischen dir und Gott Sinn hast, ich kann dich doch nicht wahrnehmen. Da kommt bloß Jesus. Aber gut noch an. Und so, wenn ich kann nicht ein Vermittler sein in den Sinn, dass ich für die anstehe. Oder dass ich für Gott stehen will für die. Weet je, wenn die worden für Gott kommen am Ende von ihrem Leben, ich würde nicht sein. Kein anderer Mensch soll ja lernen, was zu sein. Aber Jesus wird stehen, wenn du Jesus kennst. Und so das wird wir brauchen. Wir als Lehrer, wir sind viele. Jesus ist einer. Wir sind irdisch, tätlich. Zoals je kunt al zien, van de wengel naar de wengel, niet? Dat is niet een zeer fijn beeld, maar wie sterven als leiders? Jezus staat niet. Hij zal van dood opgestaan. Wir sind sozusagen dächlich, Jesus ist ewig. Wir sind sinnlich, Jesus ist sinnlos. Wie man erstmal selbst mit unseren Sinn und Jesus kommt. Jesus ist der, was deine Sinn verjagt. Und so in gewissen Monaten sagen wir, dass die Priester, wir haben Charakter selbst Schwachheiten. Wir sind von dieser Erde, Jesus ist von Himmel. Und so kann ich nicht merken, dass wir Jesus Grata holen aus der Verstand. Na, wir wollen gute Lehrer sein in der Kirche. Wir glauben an, dass Gott will die Kirche lehren, sozusagen von Himmel rauf, nicht von der Bank ab. Und so Gott hat uns angestellt als Lehrer. Und wir wollen gut lehren, wir wollen gutes Vorbild sein, aber wir sind nicht jene Radars. Das ist Jesus allein. Ich kann nicht deine Sinn vergeben. Das kann Jesus allein. Ich kann mit jenen beten, zum jenen Jesus wiesen. Aber ich kann mit jenen reden, zum jenen Jesus wiesen. Und einmal fehlt uns das als Menschen.
Und ich würde sehr wünschen, dass die diese Botschaft nicht auch recht verstehen, dass wir sollen niemals nur Lehrer gehen, mit denen vertrauen sie wieder. Das ist nicht mein Punkt. Aber wohin gehst du nun, Lehrer? Das ist die Frau. Fehlt dir jemandem die halten? Fehlt dir jemandem ein bisschen mit die Top gehen? Aber siehst du nur wem, wer deine Sinn wird für jeden? Siehst du nur wem du deine Sinn kannst bezahlen und was die sagen? Weißt du, was deine Sinn sind für jeden? Weil wir nach Jesus kommen. Ich würde fragen, dass ihr abschließen. Ich weiß nicht, was in deinem Leben fehlt. Vielleicht hast du something zwischen dir und Gott. Vielleicht hast du fertig und sagst, da, ich will mal gleich mit einem Prediger reden. Vielleicht kann der meine Sinn vergeben. Dann muss ich ihm von der sagen, er kann nicht. Aber Jesus kann. Und so werden wir Jesus Grata holen aus dem Verstand. Und wenn wir schon merken, dass Jesus als uns Rader heißt, der unsere Sinnen verjagt, heißt der, was für uns gestorben ist. Ein ziemlicher Vater, wir danken dir für Jesus Christus. Herr, wir danken dir, dass er ist für uns gestorben, er ist ewig, er hat eine ewige Radung zu wir geschafft. Und ich bitte, dass du uns verschalten, dass wir können deine Radung annehmen. Und Herr, was immer wie Lehrers wie haben, vielleicht gleich unsere Lehrers und dazu gut, aber halb uns immer klar zu holen, dass du als kein Mensch, kein Ältester, kein Priester und kein Prediger irgendwo für unsere Sinn kann betonen. Aber was uns kann vergeben. Jesus allein. Und ich danke dir, Herr, dass Jesus das gerade aus uns verstand. In Jesus' Namen. Dankeschön für diese Botschaft der Herrchen. Für mehr Informationen bitte findet uns im Internet bei lebenswasser.org.